Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der Messerschmitt Bf 109 G6 von Svesta im Maßstab 1:48. Das ist hier ein relativ neuer Bausatz aus dem Jahr 2016. Mittlerweile gibt es ja schon von Tamiya eine brandneue G6, die natürlich noch ein bisschen ausgefeilter ist. Trotzdem ist dieser Bausatz hier durchaus einen Blick wert, weil er für das, was er kostet, einfach sehr detailreich und auch einfach zum Bauen ist. Vor einigen Jahren habe ich aus gleichem Hause eine Bf 109 F2 gebaut und ich habe schon sehen können, dass dieser Bausatz hier zu einem gewissen Teil auf diesem alten Bausatz basiert, was ich ziemlich erfreulich finde, weil die F2 hat mir damals enorm viel Spaß gemacht. Also das ist, wie ich finde, schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Die Verpackung ist bei den neueren Svesta Bausätzen sehr gut. Wir haben hier einmal einen Karton, in dem ein weiterer Karton drin ist, der sehr stabil ist, und da drin findet man dann die Teile und was sonst so drin ist. Die Gießäste sind alle in einer Tüte drin, bis auf die Klarsichtteile, die sind separat eingepackt. Finde ich, ist aber eine ausreichende Verpackung. Der Karton hier, der schützt die Teile wirklich schon sehr gut. Werfen wir zuerst mal einen Blick auf die Bauanleitung. Hier seht ihr, was für grundsätzliche Optionen hier bestehen. Ganz klar, das Fahrwerk kann man ein- und ausgefahren bauen, aber auch der Motor lässt sich offen darstellen, was hier bei dem Bausatz besonders reizvoll ist. Hier wird dann noch erwähnt, dass hier so ein Ständer separat erhältlich ist. Das finde ich jetzt weniger interessant. Dann haben wir hier eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Und dann geht hier auch schon der Zusammenbau los mit dem Motor. Der zeigt sich wirklich sehr detailliert, wie man sehen kann. Da ist wirklich viel zu sehen. Und da lohnt es sich dann auch mal, den Motor offen darzustellen. Das habe ich allerdings schon bei meiner F2 damals gemacht. Das werde ich bei dem Modell dann eher nicht machen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei Svesta ist immer, dass hier diese Unterbaustufen hier links am Rand sind und die Hauptbaustufen mehr so in der Mitte. Ich kann damit gut arbeiten, aber ich kenne das auch von anderen Herstellern eigentlich überhaupt nicht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich und vielleicht für den einen oder anderen auch etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, Cockpit ist relativ schnell zusammengebaut, da ist nicht viel dabei. Pilot liegt auch bei, das finde ich immer schön. Früher war das eigentlich normal, mittlerweile ist es doch eher selten geworden. Aber dann kann man dann sein Cockpit auch gleich mal bevölkern, oder wenn man das Modell dann tatsächlich auch im Flug darstellen will, braucht man auf jeden Fall einen Piloten. Dann kommt hier auch schon der Rumpf zusammen. Hier gibt es eine Option für zwei verschiedene Ruder, Tragflächen mit den Fahrwerksschächten. Das zeigt sich hier auch sehr detailliert mit allerlei Streben und so weiter. Hier auch die Bewaffnung in der Nase mit den beiden MGs ist sehr schön wiedergegeben. Also da fehlt sich wirklich gar nichts. Das ist wirklich ein Modell, das auch ziemlich viel vom Innenraum bietet. Für die Cockpithaube liegen zwei Optionen bei, einmal die frühe eckige Variante und dann die späte Variante. Also da lassen sich dann auch eine Menge verschiedene Flugzeuge mitbauen, also nicht nur die, die die Bauanleitung später vorschlägt. Ja, weiter geht's hier mit den ganzen Klappen, die liegen größtenteils einzeln bei. Finde ich auch immer interessant, wenn man das Modell so geparkt baut am Flugfeld und dann alle Klappen ausgefahren sind. Finde ich wirklich schön. Hier unten haben wir dann für die Zuladung noch diverse Optionen. Hier gibt es einen Abwurftank und dann zwei Trägern mit verschiedenen Bomben. Kann man also auch einen Jagdbomber mitbauen. Hier besteht dann auch eine Option für eine Kanonenbewaffnung unter den Tragflächen. Das finde ich, sieht besonders schneidig aus bei einer Bf 109. Habe ich so auch noch nie gebaut, das wäre vielleicht mal was für dieses Modell. Die Fahrwerksbeine hier sind sehr unkompliziert zum Bauen. Wenn man will, kann man da noch diverse Leitungen und so ergänzen. Ja, dann geht es hier schon an die Motorverkleidung. Wie man dann sehen kann, kann man das auch alles offen bauen. Hier sehen wir dann noch diverse Bomben und der Abwurftank, wie die zusammengebaut werden. Ist auch alles erfreulich unkompliziert. Ich denke, da haben auch Anfänger durchaus ihre Freude dran. Kommen wir nun zur Bemalungs- und Markierungsanleitung. Svesta schlägt uns hier 3 Maschinen vor.
die leider nicht näher spezifiziert sind. Also man weiß jetzt nicht genau, was für ein Fliegeass das jetzt geflogen hat. Wir haben 2 deutsche Maschinen und auch eine Schweizer Maschine. Die finde ich besonders schön mit ihrer Neutralitätslackierung, rot-weiß und so. Das finde ich ist ganz nett. Mal was anderes. Hier unten haben wir eine Farbtabelle. Die bezieht sich nur auf Humbrol-Farben. Das ist ein bisschen mager. Allerdings denke ich, dass sich das ganz gut rausfinden lässt, ja, mit welchen Farben die deutsche Luftwaffe ihre Flugzeuge lackiert hat. Also selbst wenn man jetzt nicht diese Humbrol-Farben verwendet. Kommen wir nun zu den Plastikteilen. Hier an diesem Guisage Rumpf, Tragflächen und Motorverkleidungen. Ja, Oberflächendetails sind recht schön. Schöne Paneele und Nietköpfe zu sehen. Man sieht hier ein bisschen so Erkaltungsmarken im Plastik. Das irritiert vielleicht auf den ersten Blick, ist allerdings später nicht mehr sichtbar, sobald da mal Farbe drüber ist. Schauen wir mal innen rein. Wir haben ein paar Auswerfmarken an Stellen, wo man es später nicht sehen kann. Finde ich nicht weiter schlimm. Die Motorverkleidung hat auch innen schöne Details. Hier gibt es auch welche ohne Details. Das wird man wahrscheinlich dann nehmen, wenn man das alles geschlossen baut. Ja, das macht einen guten Eindruck. Keine Defekte zu erkennen. Sehr schön gegossener Guisage. Am nächsten Spritzling sehen wir dann wieder Rumpfteile. Die braucht man aber nicht. Die sind von einer anderen Variante. Ja, ansonsten hat es hier so ein gemischtes Allerlei. Diverse Ruder und auch Motorteile. Hier der Pilot, zumindest ein Teil davon. Der gefällt mir auch ein bisschen besser wie die Piloten von den Tamiya Bausätzen. Hier dann die Auspuffstutzen. Das sieht ganz schön aus, braucht man auch nicht viel versäubern später. Hier dann die untere Motorenverkleidung. Alles sehr scharf gegossen und macklos, aber im Prinzip erwarten wir das ja auch von dem neuen Bausatz. Hier bei diesen Einlässen haben wir an der Innenseite ein bisschen Auswerfmarken. Die sind aber erhaben, das heißt, die kann man eigentlich nur wegschleifen und dann passt es. Also da ist kein Spachtel notwendig. Hier haben wir ein paar Teile vom Fahrwerksbereich und die ganze Unterseite vom Flugzeug. Finde ich immer gut, dass hier praktisch die Rumpfsektion und die beiden Tragflächen schon beieinander sind. Da muss man an der Stelle zumindest schon mal nichts spachteln später. Fahrwerksbeine schauen auch ganz ordentlich aus. Wie gesagt, da kann man noch Verkabelung hin machen, wenn es einen wirklich stören sollte, dass das fehlt. Ich persönlich brauche das nicht unbedingt, ich kann auch ohne leben. Ja, hier auch sehr schöne Nietköpfe an den Tragflächen. Wirklich wunderbar gegossen. Und hier auch noch Teile für die Fahrwerksschächte. Das sieht da wirklich ganz ordentlich detailliert aus. Hier haben wir hauptsächlich Motorenteile, wobei wir hier die Auspuffstutzen nicht verwenden. Hier haben wir noch die übrigen Teile vom Piloten. Das ist hier die MG-Bewaffnung. Die Läufe sind geschlossen, da kann man vielleicht vorsichtig versuchen, das ein bisschen aufzubohren, um noch ein bisschen extra Details rauszuholen. Ja, sehr fein diese Stellrädchen hier. Also man kann sagen, was man will. Früher waren die Svesta-Bausätze wirklich schrecklich, aber mittlerweile sind die echt gut. Hier haben wir einen Guisage, der komplett neu ist. Der war bei den früheren Bf 109 von Svesta nicht dabei. Haben wir ja so allerlei Teile, die innen und außen zum Einsatz kommen. Hier ist auch viel dabei vom Motor anscheinend. Sieht wirklich schön aus. Da gibt es nichts zu mäkeln. Ja, die Reifen kommen hier in 2 Hälften.
Das ist aber gleich verschliffen, das stört mich nicht sonderlich. Bin mir aber sicher, dass es da noch welche gibt, die schöner detailliert sind aus Resin und so weiter. Aber irgendwelche Optionen zum Aufrüsten gibt es ja eigentlich immer. Ja, sieht gut aus, wie die anderen Gießäste zuvor auch. Relativ kleinteilig dieses Modell, aber ich habe damals keine Probleme gehabt mit der F2, das hat alles schön zusammengepasst. Am nächsten Gießasch brauchen wir diverse Teile nicht, zum Beispiel hier diese Verkleidungen, den Propeller und auch hier diese Leitwerksteile. Auffällig ist hier, dass so Plastikreste hier dran hängen. Das stört mich jetzt allerdings nicht sonderlich, weil die Teile als solche scheinen in Ordnung zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, das hat irgendwie beim Spritzen ein bisschen was schief gegangen, aber ich denke, das wird uns nicht weiter stören. Ja, hier haben wir dann diverse Außenlasten dran. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Ist auch erfreulich einfach gehalten, dass hier diese Pylone praktisch mehr oder weniger schon einteilig sind. Da sparen wir uns dann doch ein bisschen Arbeit. Und die sehen trotzdem gut aus. Die Glassichtteile sind wirklich sehr schön, kristallklar gegossen. Also besser kann man es eigentlich gar nicht haben. Ist hier auch kein Grat zu sehen oder sonstige Probleme. Es fühlt sich auch an wie ganz normales Plastik, also nicht so hart und nicht so weich. Sollte sich gut bearbeiten lassen. Hier bei der Frontverglasung finde ich ganz schön, dass hier unten noch ein Stück vom Rumpf praktisch eingearbeitet ist, was bedeutet, sollte man spachteln müssen, was nicht das Fall sein wird, aber sollte es soweit kommen, muss man hier nicht am Glassichtteil rumeiern, sondern hier unten an dem Bereich, was sowieso überlackiert wird. Das finde ich ist ganz praktisch und durchdacht. Ja, wirklich tolle Glassichtteile. Da können sich andere Hersteller durchaus eine Scheibe von abschneiden. Der Abziehbilderbogen ist relativ groß an dem Modell. Wie man gleich sehen kann, ist hier beim Herstellen ein kleiner Fehler passiert, da ist irgendwas drüber gerutscht und hat die Farbe verwischt. Was bedeutet, dass die Abziehbilder in dem Bereich einen Fahrer drin haben. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich denke auch, dass das nur bei meinem Bausatz so ist. Ich denke nicht, dass das allgemein ein Problem ist. Also ich hoffe, dass es nicht so ist. Ist jetzt mein persönliches Pech. Da kann man leider nichts machen. Ansonsten sind sie sehr schön. Kleiner Trägerfilm nur, wie man sehen kann. Durchaus brauchbar. Also mit den neueren Svesta Abziehbildern habe ich eigentlich durchweg gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist natürlich auch schon klar, nachdem hier die Balkenkreuze ruiniert sind, muss ich jetzt fast die Schweizer Variante bauen. Das nötigt mir jetzt hier dieser Dickelbogen leider schon auf. Habe ich allerdings kein Problem damit. Das soll mich nicht weiter stören. Interessant ist hier noch zu erwähnen, dass die deutsche Peinlichkeit hier, das Hakenkreuz, in mehrere Teile aufgespalten ist, wodurch hier keine Zensur erfolgt. Kann man sich einfach zusammensetzen und dann bekommt man ein historisch korrektes Modell am Ende. Alles in allem ein schöner und durchdachter Bausatz, der auch jede Menge Optionen bietet. Man kann eine frühe oder späte Variante bauen und hat auch diverse Außenlasten mit dabei. Der Motor ist offen darstellbar und auch mehr oder weniger voll detailliert, was für mich persönlich jetzt auch ein großes Highlight ist. Das ist doch für die technisch Interessierten wirklich schön. Und das nächste ist, der Bausatz ist auch relativ bezahlbar. Der kostet hierzulande so zwischen 16 und 19 Euro. Das finde ich ist ein ziemlich gutes Angebot. Wenn man sich jetzt da anschaut, was der neue Tamiya Bausatz hierzulande kostet, der ist mehr als doppelt so teuer. Sicherlich noch deutlich ausgefeilter und präziser und toller. Trotzdem muss ich sagen, der Bausatz hier gefällt mir besser und den würde ich auch eigentlich immer den Vorzug geben. Zumindest was meine Bauphilosophie angeht. So gut wie jeder Hersteller hat so eine Bf 109 im Angebot, wenn nicht sogar mehrere.
Da stellt sich natürlich die Frage, braucht es das eigentlich? Es scheint aber so zu sein, dass das Thema Bf 109 nie langweilig wird. Und das ist auch nicht schwer zu sehen. Es ist einfach ein wunderschönes Flugzeug. Kam in relativ vielen Varianten und war überall im Einsatz. Also das ist doch immer wieder schön und man mag auch durchaus mehrere davon bauen. Zumindest geht es mir so. Also ich freue mich schon auf den Bausatz. Vermutlich wird es dann wohl doch die Schweizer Variante werden, nachdem meine Abziehbilder ein bisschen beschädigt sind. Vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein, aber vorläufig denke ich mal, ja, die Schweizer Version hat was und dann soll es eben die werden. Soviel zum Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.